You're gonna swim. You're gonna bike. You're gonna run. You're gonna become. Als Patrick sich für den Ironman angemeldet hat, ich habe das gesehen, ich habe die Anmeldung gesehen, aber ich habe irgendwie nicht geglaubt, dass er das macht. Für uns, als der Patrick startet, ist das so eine Wow, das ist unser Sohn, er macht solche Sachen. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ist der verrückt? Ich habe mehr Angst als er, dass da irgendwas passiert ist, dass er bei der Ironman nicht starten konnte. Ich habe wirklich Angst. Patrick steht da und er sagt, ich mache das Ding und er wird einfach das Ding machen. Das Schlimmste, was passieren könnte beim Race, sind, glaube ich, Krämpfe. Um 2 Uhr aufstehen und Fahrrad fahren oder abends noch laufen, sag mal, Halbmarathon und so weiter, das ist alles ein bisschen verrückt. Ich habe von sowas gar keine Ahnung. Und da denke ich mir auch, okay, das heißt, ich mache irgendwas richtig, das passt schon. Ich mache das einfach mal weiter. Das geht schon in die richtige Richtung. Ich kenne schon verrückte Menschen, mein Mann ist verrückt. Aber der Patrick ist noch verrückter als der Darek. Der hat das ein bisschen von mir. Das war ein Fehler. Ich hatte 1 Stunde kein Wasser. Ich wusste nur einfach nicht, was mit mir passiert. Das war das Härteste in meinem ganzen Leben. So, Freunde der Sonne, es ist soweit. Die Taschen sind gepackt. Es geht offiziell nach Klagenfurt. Ich höre mich so ein bisschen um, was man davon hält. Und wenn mir so 2, 3 Leute sagen, das ist eigentlich geisteskrank, das kann nicht sein. Und dann heißt es, okay, doch, das ist es. Ja. So, jetzt werden die Sachen zusammengepackt, dann ins Auto gepackt, das Fahrrad befestigt und ab geht's nach Klagenfurt. Ich freue mich geisteskrank. Heute sind wir am Heimstettner See. Wir gehen heute in den See rein. Also Außentemperatur ist ca. 15 Grad. Auf dem Plan stehen 3,7 Kilometer. Ich schwimme also einmal fast die volle Distanz vom Ironman, um einfach mal zu gucken, wie das im See ist. Denn es wird langsam Zeit, sich an die Distanz, vor allem im Wasser draußen, zu gewöhnen. Die Idee für meinen Ironman kam mir dadurch, dass ich Angst vorm Wasser hatte, beziehungsweise immer noch habe. Und dann entschieden habe, okay, ich gehe mal ein bisschen schwimmen. Und dann hat mir das irgendwie gefallen, auch die Distanzen zu schwimmen. Und aus dem habe ich dann herausgeschlossen, also wirklich eine Schnapsidee. Ja, ich mache irgendwas mit Ausdauer, am besten noch eine gute Distanz. Und dann hieß es, okay, ich mache einen Ironman. Jetzt nur die Frage, wann. Also ich kann mich erinnern, als wir einmal im Urlaub waren. Da war der Darek mit den Kindern am Pool, Hotelpool. Und der Patrick hat immer mit diesen Schwimmflügeln, also mit Hilfe von diesen Flügeln geschwommen. Und er hat es vergessen, dass er das nicht anhat. Und er ist einfach ins Wasser reingesprungen, der ist unter Wasser gegangen. Und das habe ich beobachtet und ich habe geschrien wie verrückt, weil da war eine Scheibe. Ich habe geklopft, ich habe Darek geschrien und er hat irgendwie nach 2 Minuten das gesehen, dass der Patrick unter Wasser geht. Der hat ihm geheult und danach war da alles gut, ist nichts passiert. Aber ich glaube, Patrick hat irgendwie bis heute ein bisschen Angst vom Wasser. Vor dem halben Ironman hatte er schon Angst vor dem Schwimmen. Er hat gesagt, das ist auch natürlich eine seiner größten Herausforderungen. Als er aber dann gesehen hat, okay, ich schwimme nicht alleine, sondern neben mir springen 20 Leute noch mindestens mit mir ins Wasser, hat ihn das so ein bisschen befreit und dann hat er das gemacht. Herrlich. 3,8 Kilometer. 1 Stunde 34. Ich fühle mich schon etwas erschöpft. Also die Wörter fallen mir schon ein bisschen schwer aus dem Mund. Und dann aufs Fahrrad, ja, das kann sportlich werden. Der Ironman findet in Klagenfurt statt, in Österreich. Ich freue mich richtig. Das Schwimmen findet im See statt. Das sind 3,8 Kilometer im Wörthersee. Danach geht es rüber in die Transition. Es sind 2 Fahrradrunden, 90 Kilometer. Insgesamt knapp über 1500 Höhenmeter. 2 Runden, 90 Kilometer. Und danach geht es ins Laufen über. Das Laufen ist flach. Das hat 40 Höhenmeter. Also ganz entspannt, super flach. Ich glaube, das sind auch 2 Runden. Das habe ich jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf. Aber ja, genau, von Klagenfurt bis zur nächsten Ortschaft, auch am See entlang. Richtig cool. Also es wird was, es wird ein Erlebnis. Welcome to Klagenfurt. So, jetzt müssen wir noch einmal das Fahrrad richten. Und ich habe schon eine kleine Radtour gemacht.
Und die ist nicht so ganz abgelaufen, wie ich es wollte. Und zwar ist ein Hund auf mich gesprungen. Das bedeutet, ich muss wieder meinen Lenker richten, weil mich hat es gelegt. Und schauen, ob alles passt. Aber das wird schon. Das Ding bringt mich durchs Race. Wenn man sieht, der ist echt schief. Das Ding ist nach innen gekippt. Genau, also das Teil ist nach innen. Und ich muss wieder gerade machen. Patrick als Kind war chaotisch, laut, wild. Sehr aktiv. Sehr aktiv. Der war sehr beweglich, der hat ganz viel gespielt. Von meiner Seite ja gutes Kind, von anderer Seite auch, sag mal so, der war eigenständig. Patrick war voller Energie, der hat wirklich, also wie heute, musste der Junge wirklich ausgelastet werden, weil der so viel Energie hatte, der hat so viel Schmarrn gemacht, der war laut, der war so ein richtig aufgedrehtes Kind. Als der 10 war oder sowas, hat gepackt und ist einfach von zu Hause weggegangen. Gell? Und den ganzen Tag war der nicht da, erst abends ist wieder reingekommen nach Hause. Gell? Dann haben wir die Tür geschlossen und haben gesagt, na, ey, was machen wir jetzt kommst du nicht rein. Gell? Jetzt kannst du gehen, wo du warst, zu deinen Kollegen. Gell? Der hat einfach Schulranzen in die Ecke gestellt und der war gleich draußen. Hat die ganzen Tag gespielt, hat irgendeinen Schmarrn gemacht, hat immer versucht, irgendwelche krummen Dinger irgendwo zu drehen als Kind. Der hat wirklich so viel Energie gehabt, den konnte man nicht kaputt kriegen. Fahrrad ist gerichtet, ist alles race ready. Ich würde sagen, wir genießen die Zeit noch in Klagenfurt, denn es ist kurz davor. Wir holen heute unsere Startnummer noch ab. Das Race beginnt für mich einen Tag davor, denn da heißt es Startnummern abholen, Fahrrad einchecken, nochmal alles prüfen, ob alles da ist, ob alles sitzt. Es fehlt nichts, also im Race kann nicht viel fehlen. Mal schauen, was ich für eine Nummer krieg. Eigentlich ist das nicht so wild. Ich weiß es circa 1500. Beim Check-in muss man angeben, wie lange man vermutlich schwimmt. Also so war es zumindest beim halben Ironman. Ich denke, das wird gleich sein. Denn dann heißt es, die teilen dich ein in eine Gruppe. Wenn du sagst, du schwimmst schneller als eine Stunde oder schneller als 1 Stunde 15, dann wirst du in eine Gruppe eingeteilt. Und die Gruppe unterscheidet sich anhand von ihren Kappen, die sie auf dem Kopf haben. Und genau anhand von dessen ist auch der Start. Die schnellsten starten zuerst und dann halt wird es immer langsamer vom Start her. Und das ist einfach nur, damit man sich nicht so über den Weg schwimmt im Wasser. Alright, wir sind race ready. Jetzt heißt es nur noch das Ding abreißen. Ja, das war's. Kein Zurück mehr. Man braucht die Nahrung, die man dabei haben sollte, also Kohlenhydrate, und dann brauchst du vielleicht Wechselzeug für das Fahrrad. Mehr brauchst du nicht, aber irgendwie ist die Sorge immer ganz groß, dass man irgendwas vergisst. Ja, auf jeder Tasche ist meine Nummer. Die Nummer habe ich sowohl hier als auch auf meinem Band. Man hat die einfach so oft wie möglich überall, damit man ganz genau weiß, wem das gehört. Und ich meine ja auch zum Beispiel in den Fahrradzonen. In den Fahrradzonen sind ja Fahrräder im Wert von so viel Geld und das ist schon echt alles strengstens überwacht. Also das ist schon wichtig. Wir haben noch einen Helmet-Sticker. Den montieren wir, glaube ich, hier. So. Ja, was brauche ich denn noch beim Laufen? Meine Brille habe ich an. Ich brauche noch eine Cap, aber die will ich heute anziehen. Das ist ein bisschen madig, dass ich die heute anziehen will. Ich glaube, ich ziehe sie heute nicht an, weil ich brauche sie im Race. Jetzt sind die Drops so. Geil. Die Büschen sind gepackt. Ich glaube, ich habe alles. Ja, ja. Das Einzige, was ich morgen brauche, ist mich und mein Kopf. Und Sonnencreme wäre noch ganz cool. Aber ansonsten habe ich was. Momentan ist Patrick ziemlich beschäftigt mit seinem Ironman, also mit seinen Vorbereitungen für den Ironman und natürlich auch mit seiner Firma. Also er hat jetzt ein eigenes Unternehmen, schon ein bisschen länger. Ich wusste schon ziemlich früh, dass ich diese Schulkarriere nicht fahren werde und nicht fahren möchte in meiner Zukunft, dass ich das einfach nicht machen werde, weil ich mein eigenes Ding machen muss. Ich muss mir selber zusammenbasteln, was ist richtig, was ist falsch. Da brauche ich meine eigenen Meinungen. Das habe ich auch so ein bisschen aus dem Elternhaus gelernt von meinem Vater. Der meinte immer, hör nicht auf alles, was man dir sagt. So, bild dir immer deine eigene Meinung. Und es stimmt nicht alles, was dir erzählt wird. Mein Vater schon ziemlich früh Unternehmer geworden im Leben, ist aber ein sehr unruhiger Mensch. Er ist selbstständig. Warum ist er denn so unruhig? Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich mir immer dabei gedacht, okay, ich werde auf jeden Fall auch mal selbstständig. Ich mache es aber besser. Ich bin der Marvin. Ich arbeite jetzt für Patrick seit 2 Jahren. Kennengelernt haben wir uns
schon vor langer Zeit in der Schule und dann hat er mich eines Tages angerufen und hat mich gefragt, hey Marv, hast du nicht Bock zu mir zu kommen? So, ich bräuchte jemanden, der mir hilft. Ich habe mich komplett um den eBay-Shop gekümmert, damit Patrick sich auf sein Amazon-Business fokussieren kann. Und dann hieß es irgendwann, auch eine Schnapsidee, das war auch eine Schnapsidee. So, wenn ich ja eigene Pakete verpacke für Amazon, wir können auch andere Händler betreuen. Und dann hieß es, okay, jetzt verpacken wir halt mal auch die Ware für andere. Und das ist dann so langsam entstanden, noch bei meinem Dad im Hinterlager. Jetzt kann ich entscheiden, was ich tun möchte den ganzen Tag und habe die Freiheit, meine Zeit auch fürs Training einzusetzen. Zu Beginn an bin ich sehr viel Auto gefahren, auch noch mit meinem anderen Rad. Egal welches Wetter war, egal wie die Bedingungen waren. Indoor ist es ziemlich einfach. Ich springe nachher einfach vom Rad, gehe unter die Dusche und fahre in die Arbeit. Und ja, wenn man Auto fährt, dann muss man sich doch vorbereiten, man muss Schläuche mitnehmen und Werkzeug und alles. Und genau das habe ich so ein bisschen eingeschränkt, genau aus dem Grund. Dieses Video wollte ich eigentlich schon viel früher machen. Ich habe mich aber noch gar nicht ready gefühlt für dieses Video. Und zwar ist es wie folgt. Ich bin verletzt. Und zwar habe ich mir meinen Hamstring gezerrt am rechten Bein vor über einer Woche, also mein Oberschenkelmuskel. Und mich bedrückt die Situation sehr. Ich habe mein Training runtergefahren von 100 auf 0. Ich bin noch aktiv am Dehnen. Aber ansonsten weiß ich momentan nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll. Er war sehr traurig, weil der konnte nicht nach dem erstellten Plan weitermachen. Es war wirklich kurzzeitig so, dass ich in die Arbeit gekommen bin und am Anfang ging alles und dann aber den halben Tag gehumpelt bin. Ich habe ihn gefragt, ob er das noch schafft, weil ich habe irgendwie Angst bekommen, dass er das jetzt nicht schafft, weil wenn 2 Wochen kein Training da ist, habe ich mir gedacht, vielleicht schafft er jetzt das nicht. Ich habe mehr Angst als er, dass da irgendwas passiert ist, dass er bei der Ironman nicht starten konnte. Ich habe wirklich Angst gehabt. Jetzt bedeutet es durchatmen, hoffen, dass der Arzt gute Neuigkeiten mitgibt, dass das schnell vorbei ist, dass hier keine ernsthafte Verletzung ist und dass ich bald wieder weiter trainieren kann. An der Stelle aber immer wieder gesagt, stay positive. Morgen wird ein besserer Tag als heute. Ich sag mir das die ganze Zeit auch selber. Ich muss da selber durch. Und ja, ich bin unbrechbar, das wird schon. Das mache ich. Wie folgt. Gestern war ich beim Arzt, beim Orthopäden. Der Orthopäde meinte zu mir, ich habe eine Zerrung im Oberschenkel, am rechten Bein. Die ist aber nicht so schlimm. Ich sollte nur das Laufen etwas entlasten. Und das werde ich jetzt aktiv tun. Das Ganze ist mit meinem Coach abgesprochen. Der weiß Bescheid. Und wir planen den Trainingsplan etwas um und geben aber Gas. Jetzt in der letzten Phase hätte er vor allem so trainiert, dass er den Ironman schneller schafft. Oder halt so schnell, wie er das plant. Dadurch, dass das jetzt wegfällt, hat er gesagt, kann es sein, dass er doch langsamer den ganzen Ironman absolvieren wird, als er dachte. Und ja, ich bin froh, dass ich da schnell Termine bekommen habe beim Arzt und dass ich direkt zur Physio bin. Also ich habe nicht lange gewartet. Ich habe jetzt ein paar Physiothermine hinter mir. Was geht ab? Sieht man das? Vielleicht soll ich das nicht so intim filmen. Ich liege hier, ich bin angeschlossen an ein Gerät, genau, das arbeitet mit Strom, wenn ich das ja richtig verstanden habe. Ist ganz spannend. Die erste Session ist also hinter mir. Was geht? Guten Morgen. Es geht los, es ist Race Day. Ich habe geschlafen, wie man von einem Race halt so schläft. Also ziemlich wach gewesen. Aber ich fühle mich ready. Ich kann an die Startlinie. Und da geht's gleich hin. Erstmal müssen wir unsere Drinks vorbereiten. Ein Carb-Mix müssen wir uns machen. Ich habe insgesamt 4 Flaschen auf dem Fahrrad. Also ich habe knappe 3 Liter dabei. Ich glaube 2,9 circa. Was echt super ist. Das heißt, ich komme damit ziemlich gut durch. Das heißt, ich werde die Flaschen von der Wasserstation nutzen, um mich zu kühlen.
Ich hoffe, die haben auch Eis beim Radfahren. Ja. Ansonsten halt das gegen Race Day. Ich freue mich. Ich habe meine Zahlen im Kopf. Ich weiß, was ich fahren muss. Ich weiß, was ich laufen muss. Beziehungsweise was ich laufen kann. Was möglich ist. Worauf ich die ganze Zeit trainiert habe. Heute heißt es nur noch machen. Und alles andere ausblenden. Einfach nur machen. Ich weiß, dass Patrick immer schon sportlich war, aber er hat angefangen, ganz viel Sport zu machen, als er eben sich von seiner Ex-Freundin getrennt hat und nach etwas gesucht hat, um diese Lücke zu füllen. Er ist nach Hause gekommen, er hat gesagt, Sarah, ich kann nicht essen. Ich weiß nicht warum, ich kann nicht essen. Wir saßen da, ich habe zu ihm gesagt, liegt's am Essen? Woran liegt es? Und er hat die ganze Zeit gesagt, ich weiß es nicht. Und ich glaube, tief in seinem Inneren wusste er vielleicht, okay, es muss ja an dieser Beziehung liegen, weil zu Hause geht's. Auch vielleicht unterbewusst. Er wusste das wahrscheinlich gar nicht und er wollte das wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich denke, sein Körper hat ihm schon die Signale gesendet, dass er einfach unglücklich ist, dass es ihn irgendwie stark bedrückt. Und ich denke, dadurch hat er dann versucht, eben sich gewisse Ziele zu setzen, weil Patrick sich eben auch gerne eigene Ziele setzt. Und eines davon war dann eben der halbe Ironman, den er letztes Jahr erfolgreich gemacht hat. Und jetzt der ganze Ironman. Die Aufregung gestern war echt extrem, vor allem am Abend. Es war so, dass ich gestresst war und dann richtig müde wurde, weil das einfach so, der Druck war da. Und heute heißt es einfach nur an die Ziellinie, an die Startlinie erstmal und dann einfach nur machen. Das, was ich liebe und das wird schon. Wir haben noch 2 Stunden zum Start. Das heißt genau perfekte Uhrzeit für eine gute Mahlzeit. Ich hatte noch sehr lange mit mir zu kämpfen, mit der Essstörung im eigenen Leben, weil ich wollte, also mein Ziel war danach, nach so einer langen Beziehung neue Leute kennenzulernen, weil ich habe nicht viel mit Kollegen gemacht zu der Zeit und wie es halt ist, wenn man in einer Beziehung ist, und wollte einfach raus, mit anderen Leuten treffen, was Normales unternehmen. Essen ging es ja, was Normales zu unternehmen, das war für mich die größte Hürde. Ich habe das nicht hinbekommen. Ich habe es probiert, ich habe es nicht hinbekommen. Also es hieß erst, ich soll es mit einer Therapie versuchen. Das wollte ich dann auch selber. Das hatte ich auch mit meiner Mutter auskommuniziert. Aber es hieß immer, ja, Therapieplatz dauert so und so lange. Und ich habe es hin und wieder mal irgendwo probiert, was nachzugucken. Und da wurden so viele Fragen gestellt, dann hieß es, okay, ich schaffe das schon. Das mache ich schon irgendwie. Irgendwie kriege ich das hin. Ja, und dann, wie man es wollte, wurde es der Sport. Also der Sport hat mich da rausgeholt. Er hat mir einfach eine Möglichkeit geboten, etwas zu unternehmen. Alleine, als auch mit jemandem, auch wenn ich es erstmal sehr lang alleine gemacht habe, um dann für mich einen großen Schritt zu bewältigen und in der Öffentlichkeit zu essen. Ich bin immer positiv geblieben, auch in dieser Phase. Ich bin immer positiv geblieben. Ich wusste nur einfach nicht, was mit mir passiert. Ich hatte keine Ahnung, was das eigentlich ist. Kein Zurück mehr. Let's go. Geht's los. Ab ins Race, aber ich hab Bock. Ich hab so Bock. Die ganze Familie ist als Supporter. Wir sind 14 Leute. Das ist geisteskrank. Ich freue mich richtig. Am meisten freue ich mich, dass so viele Leute dabei sind. Familienmitglieder, Freunde. Ja, darauf freue ich mich sehr. Die alle mögen Patrick, weil Patrick ist, so, wie schon gesagt, ist ein positiver Mensch. Der mobilisiert auch die Leute. Der hat meine Tante mobilisiert, die trainiert auch. Oder die Sarah, also seine Schwester, hat ihn mobilisiert. Die laufen jetzt, obwohl die vorher nie gelaufen und so weiter. Gell? Da treffen wir uns alle und dann machen wir ein bisschen, sag mal so, Doping. Gell? Wunderschönen guten Morgen. It's Race Day, baby. It's Race Day. Was geht? Geil. Full House. Es geht in die Wechselzone. Wir müssen noch die Nahrung ablassen. Und, boah, ist das die Schlange zur Wechselzone? Wie kommen wir da denn dahin? Wir haben's. Wir sind ready. Es ist noch der Tri-Suit und der erste Krankenwagen. Das gar nicht gut. Aber ich bin ready. Ich habe alles eingepackt. AirTags auch in der Tasche, das heißt, ihr könnt mich tracken. Alright, let's go zur Schwimmzone. Am meisten Bock habe ich aufs Radfahren und auf die letzten 12 Kilometer beim Laufen. Das Schlimmste, was passieren könnte beim Race, sind, glaube ich, Krämpfe. Also wenn mich Krämpfe so richtig erwischen,
dass ich halt nicht mehr weiterlaufen kann. So, Swim for Race, erste Gear. 20 Minuten geht's los, ja. You're gonna swim. You're gonna bike. You're gonna run. You're gonna become. Er ist eine Maschine, 32 Grad, er brennt halt hier durch. Wir sterben alleine nur beim Supporten. Also, wie ist die Frage? Wie ist Patrick? Amazing! Let's go, Patrick! Let's go, nur noch Marathon. Ihr seid die Besten! Geil, so geil! Das wird, ich fühle mich echt gut. Beliebter Fahrradteil. Brutal gut, unter 7 Stunden. Das war echt mega. Deine Schwimmzeit, Alter, 1,22. Ja, ich habe nur etwas Seitenstechen. Das heißt, ich muss ein bisschen ruhiger und atmen. 42 Kilometer noch. Let's go! Heute finishen wir das. Let's go. 13,5 Stunden sind vorbei. Wir stehen hier. Ab hier sind es dann die letzten Meter ins Ziel. Wir sind Supporter, auch noch am letzten Fleck. Dann rennen wir und supporten von dort. Wir sind geisterstolz auf Patrick. Maschine. War brutal. Das war geisteskrank. Also, das war wirklich das Härteste bisher in meinem Leben, ganz klar. Es geht nicht mehr. So, die letzten Meter, komm! Yes! Geil. Wow! Welcome to Patrick and Jonas from Germany. You are an Ironman! Geiler Scheiß. Mir geht's tatsächlich jetzt okay. Aber es war geisteskrank. Ich habe so viele Challenges gehabt. Auf dem Rad. Ich hatte kein Wasser für über eine Stunde, keine Nahrung, weil ich habe einen Fehler begangen. Oben gab es eine Schlange zum Anstellen. Ich dachte mir, scheiß drauf, ich fahr weiter. Ich drückte Zeit und das war ein Fehler. Ich hatte eine Stunde kein Wasser. Ich bin dehydriert. Das war geisteskrank. Und dann, bevor ich losgelaufen bin, mein linkes Knie hat so wehgetan. Das war auch insane. Ich habe mich kurz gedehnt. Dann ging es zwar auch nicht, aber es musste losgehen. Nach 2 Kilometern hatte ich so Organschmerzen hier an der Seite und musste eine halbe Stunde Pause machen. Direkt vorne. Genau. Ich bin zufrieden. Bin sehr zufrieden. Ich bin froh, dass es aber dass es auch um ist. Wow. Das war das Härteste in meinem ganzen Leben. Also eindeutig. Eindeutig das Härteste. Holy shit.
So, nun sind ein paar Wochen vergangen nach dem Ironman und ich muss sagen, das war das krasseste Event, was ich je gemacht habe, beziehungsweise das krasseste Erlebnis, was ich erleben durfte. Rückblickend einfach gesagt, war das so insane, wie viel Input, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe, um das Ding nach Hause zu holen, um diesen Sieg nach Hause zu holen. Und jetzt merke ich eigentlich, wie viel Zeit ich in der Freizeit über habe. Und das ist absolut geil gewesen. Und an der Stelle würde ich mich noch gerne bei meiner Familie bedanken für den Support, für die Unterstützung, auch an alle vor Ort. Wir waren ein so großes Team und ein riesen Dankeschön geht auch noch raus an Bene hinter der Kamera. Der hat hier so schöne und saubere Arbeit geleistet mit diesem Film, was er ganz alleine produziert hat. Also wirklich sehr, sehr geil. Und in Zukunft, die Reise endet definitiv nicht hier, denn es geht weiter mit dem Sport. Ich bin zwar momentan etwas verletzt, hin und wieder mal am Oberschenkel, dann auch am Schienbein, aber wir sind auf dem Weg zum nächsten Ultra. Die Frage ist nur, wann das Ganze passiert, wann alles verheilt ist und darauf arbeite ich gerade hin. Und an der Stelle auch an dich, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.